Schauen wir uns nun als zentrales Element das Dashboard an. Auch zum Dashboard gibt es eine Tour, die Sie am Seitenende, wenn sie nicht direkt erscheint, über Tour erneut starten können. Das Dashboard besteht aus einem Hauptbereich in der Mitte sowie Blöcken an der Seite. Links ist dies der Block Navigation, der im Wesentlichen Links zum Navigieren zum Dashboard und zur Startseite enthält. Eine Übersicht der zuletzt genutzten Objekte, falls es welche gab. Eine Zeitleiste, die bevorstehende Aktivitäten anzeigt. Die Option, einen neuen Kurs zu beantragen, falls Sie Dozent oder Mitarbeiter sind, sowie den Kalender und die aktuellen anstehenden Termine. In der Mitte sehen Sie den zuletzt besuchten Kurs sowie die Kursübersicht aller von Ihnen belegten Kurse. Da wir uns bereits in den Kurs der Fachstudienberatung Bachelor Informatik eingetragen haben, ist dieser sowohl bei zuletzt besuchte Kurse als auch in der Kursübersicht angezeigt. Schauen Sie in der Kursübersicht zunächst mal, ob die angezeigte Ansicht als Kachel Ihnen gefällt oder ob Sie eher die Variante Liste oder Beschreibung praktischer finden. Am besten probieren Sie das aus, wenn Sie in mehr als einen Kurs eingetragen sind. Bitte beachten Sie, dass hier nicht angezeigt wird, wenn es beispielsweise neue Forumbeiträge gibt. Über die 3 Punkte auf der rechten Seite können Sie einen Kurs markieren als Favorit oder aus der Darstellung entfernen. Entfernen wir probeweise diesen Kurs einfach mal, dann haben wir danach in der Standardanzeige keine Kurse mehr. Das war nicht so clever. Wir wechseln daher unseren Filter von alle außer aus Darstellung entfernte auf aus Darstellung entfernte und entschließen uns schnell hier wieder die Option erneut anzeigen auszuwählen. Wenn wir nun wieder zu unseren Kursen zurückwählen, ist der Kurs wieder da. Wenn wir den Kurs markieren als Favorit, dann erhält er ein kleines Sternchen davor und ist über die Filterfunktion Favoriten verfügbar. Spätestens wenn Sie im 2. Semester sind, wird dies hilfreich sein. Sie können den Favoritenstatus jederzeit ändern über die 3 Punkte Kursmarkierung entfernen und haben dann schnell die Kurse, die für Sie aktuell relevant sind, im Blick, statt die Gesamtheit aller Kurse, die Sie bisher einmal belegt haben. Sie können das Dashboard auch anpassen und andere Elemente einfügen, indem Sie zunächst auf diese Seite bearbeiten klicken und dann links unten bei Block hinzufügen sich aussuchen, welches Inhaltselement Sie einfügen wollen. Hilfreich beispielsweise ist die Kursübersicht Campus. Die wähle ich nun beispielsweise aus. Leider wird diese automatisch als Block links angeordnet, was nicht gut ist. Dafür klicken wir hier auf das Fadenkreuz und ziehen sie einfach über die normale Kursübersicht. Wenn wir nun bei Zeitraum alle einstellen, bei Semester und Kategorie ebenfalls passende Einträge machen, dann sehen Sie unseren Kurs. Sie sehen, die Anzeige ist ein wenig anders. Sie haben Filter, können hier die Bereiche auswählen. Das Semester ist momentan nur semesterübergreifend und die Kategorie. Wenn Sie mehrere Veranstaltungen verschiedener Kategorien und Semester haben, ist das überaus praktisch. Sie können zusätzlich über den Schieberegler auch Kurse ausblenden. Also wenn man es anklickt, steht hier unten, Sie haben einen ausgeblendeten Kurs und können die ausgeblendeten Kurse verwalten, indem Sie über den Schieberegler wieder anschalten und sagen Verwaltung der Kurse beenden. Das war es mit der Kurzeinführung in das Dashboard. Das Wichtigste im Dashboard ist, wie gesagt, die Kursübersicht. Probieren Sie aus, ob die Kursübersicht oder Kursübersicht Campus Ihnen hilfreicher erscheint. Meistens langt es, wenn Sie eine der beiden haben, aber nicht beide gleichzeitig haben. Und das war es auch schon wieder mit diesem Video zum Thema das Dashboard. Als nächstes schauen wir uns an, wie ein Kurs eigentlich strukturiert ist.